Hi, mein Name ist Matthias und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video lernst du, wie du das Lineal und den Navigationsbereich einblendest. Bevor wir nun mit diesem Video starten, hier noch ein kleiner Hinweis. Wünschst du dir zu einem Thema ein Video, so schreib es doch in die Kommentare. Wie du hier siehst, befinden wir uns in unserem Beispielsdokument. Dieses Dokument kannst du ebenfalls zu Übungszwecke nutzen, den Download-Link findest du in der Videobeschreibung. Bevor wir nun in die Anwendung gehen, erkläre ich noch kurz, was das Lineal und der Navigationsbereich eigentlich ist. Wie wir hier schon sehen, ist hier oben beim Dokument und hier auf der linken Seite das Lineal angezeigt. Dieses dient dazu, eine Orientierung des Seitenabstandes bzw. auch des Innenabstandes zu haben. Sprich, man kann darüber den Abstand kontrollieren. Ebenfalls kontrolliert man über das Lineal die Tab-Stops. Was Tab-Stops sind, erfährst du in einem anderen Video, auch das Video ist in der Videobeschreibung und/oder in der Playlist zu finden. Auf der linken Seite sehen wir den Navigationsbereich aufgeklappt. Hier finden wir alle Überschriften und Zwischenüberschriften und können zu diesen hier mit einem Klick springen und diese aus- und einklappen. Sprich zusammengefasst, dient das Lineal der Orientierung des Seitenabstandes und auch der Verwaltung und der Navigationsbereich dient als Übersicht auf der linken Seite zu den einzelnen Überschriften. Gut, wie blendest du nun diese beiden Punkte ein? Um dies zu tun, gehst du hier oben auf den Menüreiter Ansicht und siehst hier unter Anzeigen einmal Lineal, Gitternetzlinien und der Navigationsbereich. Hakst du nun diese an, so wird hier das Lineal dargestellt und auch der Navigationsbereich. Möchtest du nun diese beiden nicht mehr angezeigt haben oder auch einer der beiden, so hake es einfach ab und es ist nicht mehr zu sehen. Zum Schluss dieses Videos noch eine kleine Empfehlung meinerseits, und zwar möchtest du dein Microsoft Word Wissen auffrischen oder erweitern, so empfehle ich dir den Microsoft Word Kurs von iLearn. Dort lernst du in aufbauenden Modulen das ganze Wissen rund um das Thema Microsoft Word. In jedem der Module bekommst du zahlreiche Downloads in Form von Übungen und sonstigen Hilfsmitteln, welche dir zur freien Verfügung stehen. Am Ende des Kurses kannst du dein erlangtes Wissen auf die Probe stellen und dir bei Erfolg dein Microsoft Word Zertifikat für deinen Lebenslauf abholen. Abonniere ruhig diesen Kanal für weitere Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Ich freue mich auf dich, dein Matthias.